Wohin hat's uns heute verschlagen? Zu den Bentonite Hills. Wir sind immer noch in Utah und haben diese coolen Hills gefunden. Also halt, stopp jetzt. Wir sind doch noch... Also die Leute wissen doch gar nicht, wie wir da hergekommen sind. Let's go! Zeigen wir denen mal den Weg dahin. Wir haben unser heutiges Ziel erreicht und wir sind sprachlos. Sogar Thiago ist sprachlos. Ja, es sieht echt krass aus hier. Wir haben es euch noch gar nicht gezeigt. Haltet euch fest. Trommelwirbel. Wie auf dem Mond. Aber dieses Mal wirklich, ja. Ja, das andere Mal war es auch cool. Aber hier sieht es halt, weil die Landschaft halt ein bisschen weiter ist und so. Sieht es krasser aus, finde ich. Heftig. Also das ist echt wahnsinnig. Es ist eigentlich genau dieser Moment, den man auf Reisen sucht. Wenn du irgendwo stehst, den Atem kurz anhältst und denkst, ja, das hier ist nicht normal. Das hier ist nicht Alltag. Das ist ein Ort, den du nie wieder vergisst. Der Moon Overlook fühlt sich an wie ein Blick in eine andere Galaxie. Und trotzdem stehst du einfach nur da, mit staubigen Schuhen und einem breiten Grinsen. Dieser Platz hat am Morgen einfach nochmal, jetzt will ich euch hier Biggie zeigen, hier nochmals eine ganz andere Magie. Das ist nicht von dieser Welt und ich würde fast sagen, das ist einer der schönsten Plätze, den wir je hatten. Also Necker Creek war, glaube ich, auf Platz 1, aber
Ja, hier kommen wir sehr, sehr, sehr nah ran. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut hat dir dieses Plätzchen gefallen? 12! Wirklich? Ja, ist echt phänomenal. Wir sind gestern Mittag angekommen und sind auch hier ein bisschen rumgelaufen und so. Also das ist echt Wahnsinn und erstaunt mich sehr, was die Natur für Landschaften formt. Und ich war richtig impressed. Und wie sieht es bei dir aus? Bei mir sieht es auch so aus. Ich glaube, Utah ist einer meiner Favorite Spots auf dieser Reise bisher. Das ist ein Fleckchen Erde, das unglaublich ist. Man fährt irgendwie 1-2 Stunden und die Landschaft sieht schon wieder komplett anders aus. Und jetzt auch dieses Plätzchen, das kannten wir vorher noch nicht. Wir haben das irgendwie per Zufall gefunden. Und ich würde sagen, es ist einer unserer schönsten Plätze. Ja, definitiv. Also das ist effektiv so. Wir haben heute Morgen den Sonnenaufgang noch genossen. Ich glaube, das habt ihr auch schon gesehen. Und jetzt geht es weiter zum nächsten Spot. Das verraten wir natürlich noch nicht. Das werdet ihr dann sehen. Und? Naja, keiner weiß, wie tief das hier ist. Also bleibt uns nichts anderes übrig. Schuhe aus und einmal da durch gucken, wie tief das ist. Ich habe noch Gummistiefel dabei. Die reichen wahrscheinlich nicht. Denke ich mir mal. Ich mache mich mal ready, ja? Das erste Mal machen wir auf unserer Reise eine Wasserdurchquerung. Es sieht jetzt viel crazier aus, als es wirklich ist. Das Wasser ist nicht tief und der Boden ist stabil. Aber klar, wenn du mit einem 19-Tönner auf so einem braunen Bach zufährst, dann pocht das Herz trotzdem ein bisschen schneller. Was ist denn das Kritische bei diesen Wasserdurchquerungen? Ja, das kann man nicht im Allgemeinen sagen. Die hier jetzt waren noch nie hier, wir wussten nicht, wie tief das ist. Und was halt manchmal auch noch ziemlich entscheidend ist, weil Tiefe ist bei uns in der Regel nicht so ein großes Problem. Wenn es jetzt nicht gerade 5 Meter tief ist, logischerweise. Aber manchmal ist es halt auch kritisch, wenn der Untergrund im Wasser dann Schlamm ist oder so, dann könnte es kritisch sein. Deswegen wollte ich da mal kurz reinlaufen. Aber es war dann doch im Nachhinein, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, nicht reinzugehen. Nee, Spaß. Es war einfach arschkalt. Jetzt wartet wieder eine schöne Straße auf uns.
Eine leichte Dirt Road bringt uns immer weiter ins Nirgendwo. Wir wissen nicht einmal, ob wir hier noch richtig sind. Es gibt keinen Eintritt, keine Schilder, keine Menschenseele weit und breit. Also fahren wir einfach weiter rein, bis sich die Farben langsam verändern. Erst ein Hauch rot, dann violett, dann diese typisch weichen Bentonite-Töne. Ich wollte unbedingt zu diesen Bentonite Hills kommen. Das ist kein Nationalpark oder State Park oder irgendwas. Hier kann man einfach reinfahren. Man braucht nicht unbedingt ein Offroad-Fahrzeug, aber schon etwas mit einer höheren Bodenfreiheit. Und dann fährt man hier durch und man hat echt das Gefühl, man ist auf dem Mars. Die Bodenbeschaffenheit ist komplett anders. Der Boden fühlt sich ein bisschen an wie Ton. Entstanden ist es irgendwie von 100 Millionen von Jahren, war hier alles Meer und dann ist die Vulkanasche ins Meer gelaufen oder gesprungen. Auf jeden Fall gab es dann hier dadurch diese Hügel und auch diese spezielle Konsistenz des Bodens, der eine Art von Ton ist. Ja, es ist einfach nur beeindruckend und wir sind vom letzten Spot, ist es vielleicht Luftlinie eine halbe Stunde, mit dem Weg natürlich ein bisschen länger. Jetzt sind wir wieder unterwegs zurück, nach den phänomenalen Eindrücken der Landschaft und dem Ganzen, aus der Marslandschaft. Und wir sind schon wieder zurück, also noch nicht ganz, weil das größte Hindernis war ja die Flussdurchfahrt, wie ihr ja bereits gesehen habt. Und schaut mal hin, we are back. Und jetzt geht's wieder durch den Fluss zurück auf die Hauptstraße. Ich weiß, Leute, es geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Wir dachten uns, ausspüren können wir ja in Mexiko. Also ziehen wir jetzt einfach durch. Nahtlos weiter in den Capitol Reef Nationalpark. Frisch ist es hier draußen. Darum hat Thiago schon geheizt. Er geht morgens immer raus und heizt schon die Kabine für uns, damit wir nicht erfrieren hier vorne. Ja. Ja, es ist jetzt schon kalt, so 4 Grad mit zügigem Wind. Ja, jetzt hatten wir immer schönes Wetter und immer ein bisschen kalt, aber ohne Wind.
Aber trotzdem, das hält uns nicht davon ab, diesen Capitol Reef National Park heute anzuschauen. Wir sind nicht alleine vor dem Park. Wir haben hier noch ein paar Übernachtungsfreunde bekommen gestern Abend. Aber ist ja auch klar bei dieser Aussicht. Das ist ja wirklich ein... Oh je, es tut mir leid, die Scheibe ist auch dreckig. Ja, die Aussicht ist auch ein Träumchen gewesen. Jetzt nehmen wir den Capitol Reef National Park noch mit. Den kennen wir auch noch nicht. Sind wir gestern durchgefahren, aber irgendwie waren wir platt von den Bentonite Hills und haben uns den für heute aufgehoben. Dann haben wir noch Schweizer getroffen gestern, seit langem wieder. Ja, seit langem wieder mal Schweizerdeutsch gesprochen. Ja. War echt witzig. Und mal schauen, was der Tag so bringt. So, Thiago, wir sind wieder mal auf einem Wanderweg anzutreffen. Yes! Das kommt ja oft vor bei uns. Sehr oft. Täglich. Und wie fühlt es sich an, sich so ein bisschen zu bewegen? Ja, Wahnsinn. Richtig befreiend. Aber ist ja auch schön hier. Ja, ist wirklich schön hier. Das muss man echt sagen. Also warum wir eigentlich hier hinlaufen, ist, weil wir so Pioneer Paintings anschauen wollen. Wir sind hier in Utah überall ein bisschen verteilt und kommen von damals von den Mormonen. Die Pioniere, die hierher gekommen sind, die haben so Wandmalereien an die Wände gekritzelt. Sind eigentlich ähnlich wie Hieroglyphen in Ägypten. Und die wollen wir jetzt eigentlich anschauen, aber wir sind schon dran vorbeigelaufen. Also gehen wir wieder zurück. Ja, mal schauen, ob wir das überhaupt finden. Es sollte gar nicht so weit sein, so etwa 1,5–2 Kilometer. Aber wir sind jetzt irgendwann so zu einem Trailhead gekommen, also so ein Beginn von einem Trail. Und dann haben wir gemerkt, upsi, wir sind, glaube ich, zu weit. So, nach Suchen und ein bisschen mehr Laufen haben wir es gefunden. Wir sind jetzt wieder zurückgelaufen. Aber schon traurig, dass die Leute hier alles verkripseln. Ja, die Namen hinschreiben und so. Das ist schon wenn doof. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Pionierschriften. Nein, das sind sie definitiv nicht. Da verewigen sich die Leute, die hier gewesen sind. Naja, so ist es halt. Wir schauen uns auch ein bisschen um hier. Und dann geht es die Strecke wieder zurück zum Fahrzeug. Aber hier hat es ja gar nichts. Also ich sehe ja nicht mal irgendwelche Inschriften. Ja, ich glaube, die sind auch ein bisschen weiter vorne. Die müssten da vorne sein. Glaube ich zumindest. Aber es ist schon schwierig, wenn da die Leute hierher kommen und das irgendwie selber bekripseln und so. Finde ich dann schon ein wenig doof. Aber so ist es. Okay, Freunde. Und wir suchen noch ein bisschen, bis wir das gefunden haben. Aber es ist einfach traurig, dass man das kaum voneinander unterscheiden kann. Aber seht ihr, hier hat da zum Beispiel einer K8 hingemacht und da haben sie die Namen hingeschrieben und so. Naja, befinden wir bestimmt noch, oder? Ja, hoffentlich. Ansonsten gibt es noch andere Parks, in denen es die, glaube ich, auch noch gibt. Ja, dann gehen wir auf einen anderen Hike und suchen uns da was raus, wo man es vielleicht auch noch besser sieht. Leute, wir sind wieder zurück. Hier steht unser Fahrzeug. Hier sind wir. Und jetzt gehen wir zum nächsten Spot. Und ja, heute bin ich ein bisschen müde. Habe irgendwie die letzten Tage nicht so gut geschlafen. Das ist auch streng bei uns. Zurzeit ist halt schon streng mit Videoschneiden und so weiter. Und ich weiß, manchmal kann man das gar nicht glauben, aber es ist so. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wahnsinn, dieses Utah, oder? Wir könnten glatt nur hier bleiben. Diese Farben, diese Weite, dieses Gefühl von absoluter Freiheit.
Aber in der nächsten Folge zieht es uns nach Vegas. Ein kompletter Szenenwechsel. Wie wir mit Big Shrek über den Strip rollen, all die Lichter, all der Kontrast, das zeigen wir dir nächsten Sonntag um 16 Uhr. Wir freuen uns über jeden Like, jedes Abo und vor allem über jeden Kommentar. Du hilfst uns damit mehr als du denkst.